Was macht uns zu Frau oder Mann? Auf den Spuren des kleinen Unterschieds und der schönsten Nebensache der Welt. Sind wir nur Sklaven der Hormone? Abenteuerforschung mit Professor Harald Lesch. Herzlich willkommen bei Abenteuerforschung. Also im Grunde genommen ist doch alles ganz klar. Von der Baureihe Mensch gibt es genau zwei Ausfertigungen. Frau und Mann. Das sind zugleich die geschlechtlichen Varianten, die sich zwecks der Fortpflanzung mehr oder weniger häufig miteinander vereinen. Das sagt uns unsere allgemeine Erfahrung, also der gesunde Menschenverstand. Aber auch Irren ist menschlich. Schaut man nämlich genauer hin, also unter die Haut oder auf die Chromosomen und Hormone, also ins Reich der Moleküle, dann stellt man fest, der äußere Schein, der kann ganz schön trügen. Mann oder Frau, Fran oder Maun, ob das eine Rolle spielt und ob. Im Sport, da kommt es nämlich nicht nur auf Hundertstel Sekunden an, sondern auch auf den berühmten kleinen Unterschied. Wer oder was läuft hier eigentlich? Berlin im August. Die Südafrikanerin Caster Semenya läuft ihrem Weltmeistertitel im 800-Meter-Lauf entgegen. Die Konkurrenz lässt sie mit bis zu 2 Sekunden Abstand hinter sich. Der Fall Semenya macht bis heute Schlagzeilen. Es gibt Zweifel an ihrem Geschlecht. Der herausragende Sieg und ihre äußere Erscheinung veranlassen zu der entscheidenden Frage: Ist sie wirklich eine Frau? Voraussetzung für faire sportliche Wettkämpfe ist eine eindeutige Zuweisung zu einem Geschlecht, weiblich oder männlich. Voraussetzung für Chancengleichheit, da Männer und Frauen sich in ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit deutlich unterscheiden. In der Geschichte des Leistungssports gab es immer wieder brisante, strittige Fälle. Bis Mitte der 1960er Jahre kannte man bei internationalen Wettkämpfen keine offiziellen Tests zur Geschlechtsbestimmung. Tamara Press, mehrfache Olympiasiegerin im Kugelstoßen und Diskuswurf, und ihre Schwester Irina, Goldmedaillengewinnerin über 80 Meter Hürden in Rom 1960, gerieten aufgrund ihres maskulinen Äußeren immer wieder unter Verdacht. Starteten bei den Frauen gelegentlich Sportlerinnen, die gar nicht in diese Geschlechtskategorie gehörten? Ende der 1960er Jahre wurden für international startende Sportler Erbguttests zur Geschlechtsbestimmung eingeführt. Die Polin Ewa Klobukowska war die erste, die diesem Pflichttest zum Opfer fiel. Der Test brachte zutage, die erfolgreiche Sportlerin war genetisch ein Mann. Sie wurde von weiteren Wettkämpfen ausgeschlossen. Für die Athletin eine Tragödie. Erst 1999 schaffte das Internationale Olympische Komitee die systematischen Weiblichkeitskontrollen ab. Sie wurden als unethisch, als diskriminierend und medizinisch fragwürdig kritisiert. Liefert ein Gentest überhaupt zuverlässige Aussagen über das Geschlecht? Für die geschlechtliche Entwicklung eines Kindes ist das Erbgut maßgebend. Im Laufe des Lebens entwickelt jeder Mensch eine Geschlechtsidentität. Und meist stimmt dabei das gefühlte Geschlecht mit dem biologisch Determinierten überein. Doch wie werden die Weichen gestellt? Eine Spurensuche führt in die Embryonalentwicklung des Menschen. In den Zellkernen liegt der Ursprung des kleinen Unterschieds. Jeder Mensch hat 46 Chromosomen. Während Frauen 2 X-Chromosomen haben, unterscheidet sich der männliche Chromosomensatz lediglich darin, dass er nur ein X und zudem ein kleineres Y-Chromosom enthält. In den ersten 6 Wochen der Embryonalentwicklung sind äußerlich noch keine Geschlechtsunterschiede zu erkennen. Ein spezifischer Abschnitt auf dem Y-Chromosom dirigiert erst ab der 7. Woche zusammen mit anderen Genen die Ausdifferenzierung der männlichen Merkmale. Eine Kaskade von Prozessen kommt in Gang, die auch die Bildung der Hoden zur Folge hat. Hier beginnt nun die Produktion eines entscheidenden Stoffes für die männliche Geschlechtsentwicklung: Testosteron. Das Hormon wird im gesamten Körper verteilt.
und ist für das weitere Heranreifen des Fötus von immenser Bedeutung. Über die Blutbahn gelangt der Sexualstoff zu verschiedenen Organen im Körper und entfaltet dort seine Wirkung. Das Testosteron dringt in die Zielzellen ein und bindet an spezifische Rezeptoren an, ein klares Signal für die weitere Differenzierung der Zellen und die Entwicklung in Richtung Mann. Unter dem Einfluss von Testosteron entwickeln sich die geschlechtstypischen Merkmale. Es führt zu Muskelaufbau und bestimmt damit auch die körperliche Leistungsfähigkeit. Entscheidend für einen gar nicht so kleinen Unterschied im sportlichen Wettkampf. Das ist Jen Johnson. Sie ist 42 Jahre alt, eine aktive und attraktive Frau. Jen wuchs als normales Mädchen auf, spielte in ihrer Kindheit wie ihre Freundinnen viel mit Puppen. Sie war schon immer temperamentvoll und sportlich. Mit 19 Jahren auf der Highschool spürte sie, dass etwas bei ihr anders war. Ihre monatliche Regelblutung hatte immer noch nicht eingesetzt. Ein Labortest brachte Klarheit. Das Ergebnis war für Jen schockierend. Sie hat einen Chromosomensatz mit einem X- und einem Y-Chromosom. Genetisch ist sie also ein Mann. Trotzdem hat sie sich äußerlich völlig weiblich entwickelt und sie fühlt sich ganz als Frau. Wie kann das sein? Erst eine gründliche Untersuchung bringt es zutage. Ihre Gene veranlassen zwar die Produktion des Hormons Testosteron, es kann in ihrem Körper aber nicht seine Wirkung entfalten. Ein entscheidender Rezeptor ist nicht funktionstüchtig. Botschaften, die in der Folge zur Entwicklung männlicher Merkmale führen würden, sind blockiert. Jen entwickelte sich äußerlich und gefühlsmäßig dennoch zur Frau. Sie ist verheiratet, führt ein normales Familienleben, auch wenn sie niemals Kinder bekommen kann. Heute sind etwa 20 verschiedene Störungen der sexuellen Entwicklung bekannt, die verhindern, dass sich das in den Genen festgelegte Geschlechtsprogramm komplett entfaltet. Die Bandbreite der Ausprägungen ist groß, die Grenze zwischen Mann und Frau nicht immer eindeutig. Wie im Fall Caster Semenias. Der Leistungssport tut sich schwer mit den neuen Erkenntnissen der Sexualforschung. Schließlich verlangt die Chancengleichheit eine zuverlässige Zuordnung zu einem der beiden Geschlechter. Seit dem Jahr 2000 sind einfache Geschlechtstests, die nur das Erbgut betrachten, im Sport abgeschafft. Die Sportmedizin hat erkannt, dass diese Methoden an ihre Grenzen stoßen und manchen Sportlern menschlich nicht gerecht werden. Denn Geschlecht ist mehr als ein Unterschied im Erbgut. Die Bestimmung des Geschlechts einer sporttreibenden Person ist manchmal ganz schön schwierig. Aber klar ist, medizinische Laborergebnisse reichen dafür auf keinen Fall aus. Jeder Einzelfall verlangt nach einer die ganze Persönlichkeit berücksichtigende Gesamtbeurteilung. Also vor allen Dingen kommt es darauf an, wie fühlt sich die Person selbst? Also ganz unabhängig von der körperlichen Ausstattung. Naja, solange strikt an der Trennung, an der eindeutigen Trennung von Mann und Frau festgehalten wird und man kein drittes Geschlecht einführt, ist das sicher die fairste Lösung. Und fair soll es ja zugehen, auch im Profisport. Rein wissenschaftlich interessant ist die Frage, ab wann sind wir eigentlich Mann und Frau? Also rein technisch gesehen, beim Werden im Mutterleib, wann beginnt das? Und vor allen Dingen auch die Frage, wann fühlen wir uns selbst als Mann und Frau? Wann entwickelt sich unsere Geschlechteridentität? Die Forschungsergebnisse sind da inzwischen ganz eindeutig. Wir kommen auf die Welt und sind keine unbeschriebenen Blätter mehr, die dann erst später durch Umwelt, Kultur und Erziehung beschrieben werden, sondern wir erscheinen mit einer biologischen Grundausstattung, also mit Veranlagungen. Und das prägt uns von vornherein für immer. Was entscheidet darüber, welchem Geschlecht man sich zugehörig fühlt? Die Gene oder die Umwelt? In den 1960er Jahren glaubten Forscher, allein die Erziehung bestimme die Geschlechtsidentität eines Menschen. Für manche hatte diese Überzeugung dramatische Folgen. 1965 kamen die Zwillinge Brian und Bruce zur Welt. Bruce verlor bei einer missglückten Beschneidung seinen Penis. Auf den Rat eines angesehenen Sexualforschers wurde der knapp 2-jährige Junge zum Mädchen umoperiert. Der Experte überzeugte die Eltern, dass die Erziehung das Kind zu einem normalen Mädchen machen würde und ihm so etwa spätere Hänseleien erspart blieben.
Aus Bruce wird Brenda. Sie wächst als Mädchen auf, zeigt jedoch oft jungenhaftes Verhalten. Von Mitschülern gemieden, fühlt sie sich nicht wohl in der ihr zugedachten Rolle. Sie wird zunehmend unglücklich. Schließlich sehen sich die Eltern gezwungen, der Jugendlichen die Wahrheit zu sagen. In der Pubertät entscheidet sich Brenda, in sein wahres Geschlecht zurückzukehren. Um auch äußerlich wie ein Mann auszusehen, lässt er sich operieren. Dabei wird durch plastische Chirurgie ein neuer Penis gestaltet. Das Kind, aus dem man im festen Glauben an die prägende Kraft der Erziehung ein Mädchen hatte machen wollen, war trotz allem ein Junge geblieben. Als David will er seine männliche Geschlechtsidentität endlich leben. Mit Anfang 20 lernt David eine Frau kennen, die bereits 3 Kinder hat. Sie kennt seine Geschichte und sie heiratet ihn. Davids Fall sorgt für Furore, nicht nur in der Fachwelt. Ein Film wird über ihn gedreht. Doch die Idylle trügt. David hat es nicht geschafft, eine Ausbildung abzuschließen. Er verliert seine Arbeit, findet keinen neuen Job. Im Alter von 38 Jahren nimmt er sich das Leben. Ob aufgrund seiner schwierigen Lebensgeschichte oder aus anderen Gründen, ist unklar. Inzwischen gehen die meisten Forscher davon aus, dass sich schon im Mutterleib entscheidet, welchem Geschlecht sich ein Kind einmal zugehörig fühlen wird. Schon zu diesem frühen Zeitpunkt stellen Hormone die Weichen in Richtung männlich oder weiblich. Es gibt Verhaltensweisen, in denen sich beide Geschlechter schon früh unterscheiden. Zum Beispiel in der Wahl des Spielzeugs. Ist der Unterschied tatsächlich schon in die Wiege gelegt? Oder spielt nicht doch die Umwelt eine Rolle bei der Entwicklung des Rollenverhaltens? Um rollenspezifisches Verhalten unbeeinflusst zu untersuchen, studieren Forscher Affen. Mit Meerkatzen machen sie ein ungewöhnliches Experiment. Sie bieten ihnen einen Spielzeugbagger und eine Puppe an. Tatsächlich interessieren sich die Männchen eher für den Bagger, die Weibchen für die Puppe. Die Forscher schließen daraus, dass sich die unterschiedlichen Vorlieben bereits früh in der Evolution entwickelt haben und auch wir davon bestimmt sind. Männer und Frauen ticken offensichtlich von Natur aus unterschiedlich. Untersuchungen zeigen, Frauen haben feinere Antennen für Mimik und Gestik ihres Gegenübers. Außerdem können sie in ihren Gesichtern viel mehr Gefühlsregungen zum Ausdruck bringen. Männer haben eine weniger ausdrucksvolle Mimik als Frauen, das belegen Experimente. Zudem können Frauen offensichtlich besser über ihr Gesicht, über ihre differenzierte Mimik kommunizieren. Forscher erklären das so: Mütter verständigen sich über die Mimik mit ihrem Kind. Ein Baby ist vom ersten Tag an auf das Gesicht der Mutter fixiert. Und die Frau muss dem hilflosen Kleinen am Gesicht ablesen, was es gerade braucht. Das war vermutlich schon seit Anbeginn der Menschheit so. Unsere Vorfahren haben über viele Jahrtausende in Arbeitsteilung gelebt. Männer gingen zur Jagd, Frauen versorgten die Kinder. Die unterschiedlichen Verhaltensrollen haben sich über einen langen Zeitraum, über viele Generationen als erfolgreich erwiesen. In unserem Erbe sind sie noch immer tief verwurzelt. Und wieder einmal machen wir die schmerzliche Erfahrung, der Mensch ist ein Teil der Natur und deshalb auch ein Produkt eines uralten Entwicklungsgeschehens. Für den modernen Menschen sind die Konsequenzen dieser Erkenntnis ziemlich drastisch. Das heißt nämlich, egal welcher Kultur wir angehören und egal wie sehr wir uns auch den natürlichen Vorgaben widersetzen, letztlich ist der Grund für unsere Existenz alleine nur die Vermehrung der Art. Und damit wir das gut können, deshalb sind Männlein und Weiblein mit unterschiedlichen Hormonen ausgestattet. Wir sind keine Sklaven der Hormone, aber die Hormone sind wichtige Impulsgeber für die technische und biochemische Ausrüstung der jeweiligen Geschlechtervariante.
Und sogar unser Gehirn, also das heißt, die Aktivität der Neuronen wird durch sie gesteuert. Also Hormone steuern Neuronen. Unser Gehirn schaut in die Welt immer durch die hormonelle Brille, egal ob es will oder nicht. Und Beziehungsstress entsteht hauptsächlich dadurch, weil Männer und Frauen fälschlicherweise glauben, sie seien gleich. Ein Sinnbild für das klassische Rollenverständnis. Der Mann führt, die Frau lässt sich führen. Doch was führt sie zueinander? Wenn Männer ihre Traumfrau erschaffen könnten, was käme dabei heraus? In diesem Experiment sollen Männer die Maße der Frauenfigur nach ihrem Geschmack verändern. Es gibt zwar unterschiedliche Vorlieben, was die Form von Taille und Oberweite angeht. Forscher glauben dennoch, eine Universalkonstante der weiblichen Attraktivität gefunden zu haben. In einem Test sollen Männer die Frauenfigur wählen, die ihnen am attraktivsten erscheint. Die meisten Männer entscheiden sich für dieselbe Figur. Dabei unterscheiden sich die Bilder nur geringfügig in Taillen- und Hüftmaßen. Als besonders anziehend erweist sich die Figur mit einem Verhältnis von Taille zur Hüfte von 0,7. Eine Konstante, ganz gleich wie ausgeprägt die Kurven sonst sind. Die Vermessung der Siegerinnen bei Misswettbewerben in den USA von 1920 bis in die 1980er Jahre bestätigte die verblüffende Erkenntnis. Obwohl sich das Schönheitsideal wandelte, blieb das Taillen-Hüfte-Verhältnis stets rund 0,7. Forscher sehen in diesen Kurven ein entscheidendes Signal, einen Hinweis auf die Fruchtbarkeit der Frau. Auch Männer senden Signale aus. Dabei spielt das Geschlechtshormon Testosteron eine wichtige Rolle. Es sorgt nicht nur für einen muskulösen Körper, es soll auch das Verhalten beeinflussen. Testosteron schreibt man zu, dass es Männer durchsetzungsfähig macht. Das Hormon ein Erfolgsgarant? Um das herauszufinden, müssen unsere nahen Verwandten als Untersuchungsobjekt herhalten. Lässt sich bei den Tieren ein Zusammenhang zwischen Testosteronspiegel, Aggressivität und Stellung innerhalb der Gruppe nachweisen? Wissenschaftler beobachten das Verhalten der Affen in ihren sozialen Gruppen. Unmittelbar danach brauchen sie eine Urinprobe für den Testosterontest. Dafür haben sie die Tiere regelrecht trainiert. Ein Klicken mit dem Becher reicht aus und schon geben die Männchen freiwillig ihre Probe ab. Vergleicht man den Testosterongehalt im Urin mit dem gerade beobachteten Verhalten, zeigt sich, bei den Schimpansen ist ein hoher Testosteronspiegel mit hoher Aggressivität und hohem Rang in der Gruppe verknüpft. Beim Menschen ist ein vergleichbarer Einfluss des Hormons nur schwer nachzuweisen. Studien legen aber nahe, dass es auch das menschliche männliche Verhalten moduliert. Doch dominantes Auftreten macht einen Mann nicht zwangsläufig erfolgreich, auch nicht bei den Frauen. Frauen scheinen bei der Wahl ihres Favoriten wankelmütig zu sein. Forscher ließen Probandinnen ein Männergesicht so verändern, dass es gefiel. Das Ergebnis verblüffte. Um den Eisprung gelten maskuline Gesichtszüge wie ein kräftiges Kinn als attraktiv. Es gilt als sogenannter Hormonmarker, verrät etwas über den Testosterongehalt im Körper. Sonst bevorzugen Frauen weichere Züge. Ein eher weibliches Gesicht vermittelt: der Mann ist fürsorglich und womöglich ein guter Vater. Ideal für eine langfristige Bindung. Zu einem Seitensprung sind Frauen eher an ihren fruchtbaren Tagen bereit. Bei der Partnerwahl zählen dann Attraktivität und Status. An ihren fruchtbaren Tagen sehen Frauen zudem attraktiver aus. Forscher vermuten die Ursache in hormonell bedingten Flüssigkeitseinlagerungen, die die Haut straffen. Dadurch sind Frauen um den Eisprung offenbar besonders symmetrisch und das gilt gemeinhin als schön. Die Veränderungen sind zwar minimal, aber doch messbar.
Partnerwahl ist ein Zusammenspiel komplexer Faktoren, die uns kaum merklich dirigieren. Doch wozu das Ganze? Evolutionsbiologen erklären das so: Eine Frau versucht, möglichst gute Gene für ihr Kind einzufangen. Sie ist deshalb besonders wählerisch. Denn kommt es zu einer Schwangerschaft, ist sie diejenige, die viel Zeit und Energie in den Nachwuchs investiert. Der Mann dagegen kann in der gleichen Zeitspanne jede Menge Babys mit verschiedenen Frauen zeugen. Sein Aufwand ist vergleichsweise gering. Dies, so die Forscher, erkläre die verschiedenen Strategien von Mann und Frau und begründe, weshalb die Geschlechter so unterschiedlich ticken. Na, alle Vorurteile bestätigt? Fast hätte ich ja gesagt, der Unterschied zwischen Mann und Frau ist derselbe wie zwischen Frau und Mann. Männer sind hormonell eher langweilig, die denken immer nur an eines. Frauen zwar auch, aber da ist es komplizierter. Bei Frauen ist ohnehin alles komplizierter, denn durch den Wandel ihrer Rolle in dieser durch Globalisierung, Flexibilisierung geprägten industriellen Welt werden Frauen in Verhaltensstrukturen gezwungen, die gar nicht ihrer biologischen Grundausstattung entsprechen. Denn im Grunde geht es nur um eins: Sex. Sex ist das Salz in der Suppe der Evolution. Wie kriege ich den richtigen Partner? Eine Variante davon ist zum Beispiel Damenwahl. Aber manchmal geht es so zu wie bei Goethes Gedicht. Teils zog sie ihn, teils sank er hin. Männchen kämpfen um die Vorherrschaft. Nur der Sieger hat eine Chance, sich fortzupflanzen. Diese Chance zu wahren, kostet viel Energie. Bei balzenden Vögeln gilt, erstrebenswert ist, was gefällt. Doch was Weibchen imponiert, wie dieser rote Kehlsack, ist unpraktisch. Auch beeindruckende Laute, die Weibchen locken sollen, bergen Risiken. Denn der Feind hört mit. Ein besonderes Beispiel für den Aufwand, den Männchen betreiben, ist der australische Laubenvogel. Er wagt sich in unsicheres Gebiet, um dem Weibchen das zu beschaffen, was ihr gefällt. Diese Unterart des Laubenvogels steht auf Blau. Die Geschenke müssen auch noch eindrucksvoll präsentiert werden. Aufwendig drapiert das Männchen die gesammelten Gegenstände in einer Art Laube, die das Weibchen begutachtet. Dann trifft es seine Entscheidung. Manche Tiere bringen für Sex scheinbar sinnlose Opfer. Das Männchen der australischen Rotrückenspinne nähert sich vorsichtig seiner Auserwählten. Diese ist bis zu 20 Mal größer als er und hungrig. Schließlich ist er am Ziel. Er führt seine mit Sperma beladenen Fühler in ihre Geschlechtsöffnung ein. Doch dann passiert etwas Unerwartetes. Mit einem Ruck hat das Männchen seinen Körper umgeklappt, direkt in die Fänge des Weibchens. Während sie ihn auffrisst, gewinnt er wertvolle Zeit und pumpt weiter Samen in ihren Körper. Aus evolutionärer Sicht ein sinnvolles Opfer. 2 Jahre lang wird das Weibchen Eipakete mit seinen Nachkommen ablegen, schätzungsweise 3000. Der gesamte Aufwand nur für Sex. Lohnt sich das? Könnte es nicht viel einfacher sein? Ein Jungferngecko, gestrandet auf einer Insel. Was das Ende seiner Art bedeuten könnte, ist für diesen Gecko kein Problem. Denn er braucht keinen Partner. Er pflanzt sich asexuell fort. Alle 2 bis 8 Wochen legt ein Gecko 2 Eier. Nach einiger Zeit schlüpfen daraus Jungtiere, identische Klone des Elterntiers. So kann ein einzelner Jungferngecko schnell eine neue Population gründen. Sex braucht er dazu nicht. Die asexuelle Vermehrung ist bei niederen Tieren weit verbreitet.
Sie erzeugt schnell zahlreiche Nachkommen. Doch die ungeschlechtliche Vermehrung hat einen entscheidenden Nachteil. Auch der australische Binois-Gecko vermehrt sich asexuell. Ihm jedoch machen Milben zu schaffen. Sie sitzen in seinen Augen, saugen Blut und übertragen Krankheiten. Alle Tiere der Population sind genetisch identisch und daher gleich anfällig für Parasiten. Ein einzelner Erreger kann die ganze Sippe ausrotten. Andere Populationen des Binois-Gecko vermehren sich sexuell. Jeder besitzt daher eine andere Kombination an Genen. Erreger können nun zwar einzelne Tiere treffen, die gesamte Population allerdings ist nicht in Gefahr. Ihre genetische Vielfalt macht sie wehrhaft. Beim Menschen ist es nicht anders. Auch wir werden unablässig von unzähligen verschiedenen Krankheitserregern heimgesucht. Eine genetische Ausstattung, mit der wir uns gegen möglichst viele von ihnen zur Wehr setzen können, ist lebensnotwendig. Sex sorgt dafür, dass unsere Kinder mit einem vielfältigen Immunsystem ausgestattet werden. Diese Vielfalt beeinflusst sogar die Partnerwahl. Österreichische Wissenschaftler machten dazu folgendes Experiment. 44 junge Männer schliefen 2 Nächte lang im selben T-Shirt. Deo streng untersagt. An diesen verschwitzten T-Shirts durften junge Frauen riechen. Sie sollten beurteilen, welche der Männergerüche sie anziehend fanden und welche eher nicht. Anhand von Blutproben ermittelten die Wissenschaftler die genetischen Fingerabdrücke wichtiger Immunfaktoren der Versuchspersonen. Doch was hat der Schweißgeruch mit dem Immunsystem zu tun? Das Ergebnis ist aufschlussreich. Und der Spruch, ich kann dich nicht riechen, hat seither eine ganz neue Bedeutung. Dahinter steckt ein komplexes Geschehen. Infiziert man sich mit einem Krankheitserreger, dringt er in Zellen ein. Die befallenen Zellen präsentieren Teile des Erregers auf der Oberfläche. Verantwortlich dafür ist ein wichtiges Eiweiß. Es hilft, dass die Abwehrzellen den Erreger erkennen und bekämpfen können. Jeder Mensch hat ein individuelles Repertoire zur Immunabwehr. Dies führt zu einem spezifischen Körpergeruch. Wir können im wahrsten Sinne des Wortes denjenigen gut riechen, dessen Immunsystem sich mit unserem am besten ergänzt, und wählen ihn zum Partner. So ist sichergestellt, dass wir unserem Nachwuchs eine vielfältige und damit starke Abwehr ermöglichen. So, der Volksmund hat also doch recht. Man muss sich riechen können. Die Chemie muss stimmen. Aber der Mensch ist nicht nur die Summe seiner Atome und Moleküle und er besteht auch nicht nur aus Fleisch und Blut und er lebt auch nicht nur vom Brot allein. Und auch wenn unser evolutionäres Erbe in uns Programme an- und abschaltet, die unser Verhalten gegenüber dem eigenen oder dem anderen Geschlecht steuern, wir sind auch vernunftbegabt. Wir können die Konsequenzen unserer Handlungen abschätzen. Wir sind verantwortlich. Wir Menschen sind die Summe unserer Erfahrungen. Wir haben Persönlichkeit und die erst gibt unserem Gewissen Charakter. Kurzum, Hormone sind zwar wichtig, aber keine Ausrede. Und zum Thema Sex noch eines. Erfahrung braucht Wiederholung. Gute Nacht und viel Spaß. Strom aus der Wüste? Gigantische Solaranlagen werden ihn produzieren. Aber wie kommt der Strom zu uns? Ein völlig neues Leitungsnetz muss her. Eine zukunftsweisende Herausforderung für Technik und Wissenschaft. Kommt der Strom morgen aus der Sahara? Abenteuerwissen, nächsten Mittwoch, 22:15 Uhr. Übrigens, kann ich? Bitte. Ja, 6. Also der Regisseur hat mir jetzt freigegeben. Das ist jetzt frei. Sie sehen, ich bin noch nicht weg. Also was mich in dieser Sendung, es gibt natürlich wunderschöne Facetten, aber es gibt auch einen Punkt, ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, so bei einer Moderation, da habe ich mir so ein bisschen
Da habe ich so eine längere Pause gemacht. Es ging um den Satz, dass bei Frauen ja ohnehin alles komplizierter ist, weil durch den Wandel ihrer Rolle in einer durch Globalisierung, Flexibilisierung geprägten, industrialisierten Welt werden Frauen in Verhaltensmuster gezwungen, die eigentlich gar nicht ihrer biologischen Grundausstattung entsprechen. Da habe ich lang geschluckt. Und wir haben auch in der Redaktion, ich habe von der Redaktion so einen kleinen Hinweis bekommen, naja, wenn du das sagst, da kannst du dich warm anziehen, da wirst du einiges zu hören kriegen. Ja? Von wegen, das ist doch biologische Grundausstattung, wir können doch trotzdem. Das ist ja, also das war ja nur eine Feststellung, dass also auf der einen Seite diese moderne Welt ja nicht nur Frauen, ja Männer ja genauso, in Verhaltensmuster zwingt, die unserer biologischen Grundausstattung, würde ich es mal nennen, wirklich gar nicht entsprechen. Wir leben in einer Welt, die ist fast unmenschlich. Also jetzt mal gesehen von der biologischen Perspektive aus, um die es uns normalerweise geht, da haben wir inzwischen durch die Veränderungen, die wir mit der Welt vorgenommen haben, eine Welt geschaffen, die uns gar nicht gemäß ist. Wir sind in jeder Hinsicht, und das mit wir meine ich jetzt nicht nur wir Männer, dass das schon mal klar ist, sondern alle, also Frauen und Männer, wir sind eigentlich ganz anders. Aber wie es mal so schön heißt, wir sind eigentlich ganz anders, aber wir kommen so selten dazu. Ja, ist wirklich wahr. In einer Welt, die davon geprägt ist, dass man, ich will mal ein ganz banales Beispiel nennen. Ich mache mich auch gleich wieder drüber lustig, nur dass Sie es wissen. Nehmen wir an, wir wären Börsenmakler, also ich wäre Börsenmakler. Dann kann ich ja eigentlich gar nicht schlafen. Denn während ich schlafe, ist der Japaner ja schon am Handeln. Also eigentlich muss ich ja wach bleiben, damit ich sehe, was in Japan passiert, weil die Japaner sind ja aufgrund dieser blöden Natur der Erde, die dreht sich ja, ist ja in Japan, fängt der Tag ja früher an als bei uns. Und selbst wenn das können wir auch nicht lösen. Und jetzt, Achtung, jetzt Ironie, nicht, dass Sie denken, jetzt völlig verrückt geworden. Selbst wenn wir die Datumsgrenze verschieben würden, also dass es bei uns früher anfänge und der Japaner sich dann ärgert, Mensch, die Deutschen, die handeln ja vor uns. Das ist natürlich Quatsch, weil auf einer Kugel ist es ja wurscht. Bei einer rotierenden Kugel, das kommt ja immer wieder. Also zum Beispiel Börsenmakler, so Leute, die in diesem Geschäft arbeiten, in einem globalisierten Geschäft, die müssen immer gucken, was zu Zeiten passiert, wo ihnen ihr Körper eigentlich sagt, leg dich hin und schlaf. Oder mach sonst was im Bett. Das ist doch unmenschlich. Also wenn auf einmal eine äußere Tätigkeit, nämlich die Arbeit, einen dazu zwingt, etwas zu tun, was man im Grunde genommen gar nicht will. Und das ist ja nur jetzt ein ziemlich drastisches Beispiel gewesen. Die Tatsache, dass wir inzwischen eine total vernetzte Welt sind, macht aus uns Menschen etwas, was wir nicht sind, nämlich kosmopolitisch. Wir sind es nicht. Wir sind überzeugte Lebewesen, die mit einer relativ kleinen Gruppe, in einer relativ kleinen Umgebung nur klarkommen können. Denn an was anderem ist unser Erkenntnisapparat nicht geschult und auch unser Körper nicht geschult. Wir können mit großen Dimensionen genauso wenig anfangen wie mit was ganz Kleinem. Das können wir zwar mathematisch berechnen, Sie merken schon, ich versuche in die Physik auszuweichen, mache ich aber nicht. Aber im Grunde genommen ist diese Anschaulichkeit oder diese Unanschaulichkeit der Mathematik, die nehmen wir hin, weil es erfolgreich ist. Ansonsten sind wir immer daran interessiert, irgendwas Anschauliches hinzukriegen. Aber die Zwänge, die auf uns ausgeübt werden, die sind auch völlig, virtuell darf man nicht sagen, aber sie sind auch völlig unanschaulich. Letztlich läuft immer alles darauf hinaus, dass irgendjemand ein Interesse daran hat, dass wir möglichst viel und möglichst intensiv, also möglichst 24 Stunden am Tag arbeiten. Wie es so schön an der Universität früher hieß, wenn Ihnen, der Tag hat 24 Stunden, wenn der Ihnen nicht reicht, dann nehmen Sie die Nacht dazu. Das ist natürlich Quatsch, weil die Nacht gehört natürlich zu den 24 Stunden. Und Frauen werden dadurch, dass die Natur sie nun mal dazu auserkoren hat, die Kinder auf die Welt zu bringen, natürlich durch den Druck, den eine Gesellschaft auf sie ausübt, weil sie von ihnen fordert, ihr sollt nicht nur die Babys auf die Welt bringen, ihr müsst auch gleichzeitig noch mit dafür sorgen, dass das Bruttosozialprodukt funktioniert und. Und außerdem gibt es noch den Gruppendruck, nämlich eine Frau, die gleichberechtigt ist, die möchte natürlich sich auch selbst verwirklichen können. Und das geht nicht allein, für viele, nicht allein über Kinder und Haushalt, sondern da muss ein Beruf erlernt werden oder soll ja auch, alles will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber das Problem ist unmittelbar und eindeutig. Das habe ich damit sagen wollen. Die andere Seite ist, diese Situation, dem Druck ausgesetzt zu sein, gilt eben nicht nur für Frauen, gilt auch für Männer. Auch Männer könnten ein ganz anderes Leben führen, wenn sie nicht ständig führen, hätte ich fast gesagt. Also
wenn sie ständig fahren würden, also so mobil sein müssten. Wir müssen ja alle ultramobil sein, nicht nur im Kopf, sondern insgesamt auch, was dazu führt, dass zum Beispiel Beziehungen kaputt gehen, weil der eine dahin muss und der andere dann vielleicht entweder zu Hause bleibt oder auch schon wieder woanders ist und man sich zwischendurch mal trifft und dann wieder auseinandergeht. Diese globalisierte, flexibilisierte Welt ist eben auch flexibel bei den Beziehungen. Das ist ja auch so austauschbar. Also nicht immer, aber es gibt halt doch da große Schwankungen. Und besonders schlimm ist diese moderne Welt in ihrem Druckverhalten für Kinder und Jugendliche. Denn die kommen ja auf die Welt, die haben zwar ihre biologische Grundausstattung, wie ich das ja auch in der Sendung erzählt habe, aber die kommen ja noch ganz anders auf die Welt. Die sind ja noch nicht kulturell so domestiziert, dass die sich genauso verhalten, wie sie sich verhalten sollen, sondern die sind eben noch Mensch pur. Ja? Und wenn man sieht, wie Bildungseinrichtungen aus diesen puren Menschen, die voller Neugier sind und voller Staunen, dann auf einmal sowas macht wie wir, dann ist das schon schade. Also ich will mal ein Plädoyer abliefern, zum Beispiel für Sportunterricht. Also gerade meine Art, würde ich sagen, also die Männer, die eine Variante, die eine Ausfertigung der Baureihe Mensch, die sind ab einem gewissen Alter durchaus körperlich sehr aktiv. Und wenn man ihnen die Aktivität nicht gibt, dann nehmen sie entweder nicht wahr oder sie verschwinden möglicherweise gleich vor einer anderen außerordentlich starken Attraktivität, nämlich einer Welt, die nur auf einem flachen Bildschirm stattfindet, nämlich Computer. Jungs sind wesentlich computeraffiner, wie es so schön heißt, also dem Computer wesentlich stärker zugetan als Mädchen. Für Jungs ist Sportunterricht in der Schule extrem wichtig, weil Männer sind Wettbewerbstiere. Wir müssen uns tatsächlich immer wieder messen können. Und messen kann man sich gut in Sport, aber auch in Theater, mit Musik und mit Kunst. Leider Gottes sind das ausgerechnet die Unterrichtsteile, die am schnellsten gestrichen werden vom Lehrplan, was ich ehrlich gesagt eine Katastrophe finde. Mathematik kann man immer noch lernen, das geht schon, weil das ist eine sehr logische, sehr stark aufeinander aufgebaute Angelegenheit. Ich will jetzt nicht den Mathematikunterricht abschaffen, ich bin ja nicht verrückt, bin der Physiker. Auch Deutsch und so weiter, Sprachen, alles okay. Aber für die Persönlichkeitsbildung, nämlich für die allmähliche Entstehung einer Persönlichkeit beim Werden, dafür wären solche Sachen, nicht nur für Männer, auch für junge Frauen, wie Sport, Kunst und Musik sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich kann nur hoffen, dass man irgendwann mal anfangen wird zu begreifen, dass Junge wie Alte, Männer wie Frauen, ein Teil der Natur sind und dass diese Natur mit sich nicht verhandeln lässt. Egal wie viel Geld wir dabei rausholen oder was immer wir sonst für Ziele haben. Wenn unsere Ziele, die wir für unser Leben, für unser Tun haben, nicht mit den Naturgesetzlichkeiten einigermaßen übereinstimmen, dann werden wir schlicht gegen die Wand rennen. Und das wäre doch eigentlich zu schade. Dafür hat sich das Universum mit uns viel zu viel Arbeit gemacht.